Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um deine sprachlichen Fähigkeiten auf ein neues, professionelleres Level zu heben. In unserer letzten Folge haben wir die sehr persönliche Welt der Reflexivverben erkundet. Wir haben gelernt, wie wir mit mich und mir über Handlungen sprechen, die sich auf uns selbst beziehen. Der Fokus lag also ganz klar auf der Person, dem Individuum. Heute machen wir eine Drehung um 180 Grad. Wir werden lernen, wie man Sätze baut, in denen die Person, die handelt, völlig unwichtig oder unbekannt ist. Wir rücken die Person in den Hintergrund und stellen die Handlung selbst ins Scheinwerferlicht. Wir tauchen ein in die formelle, sachliche und unglaublich nützliche Welt der Passivstimme, genauer gesagt des Vorgangspassivs. Du hast das Passiv sicher schon unzählige Male gehört oder gelesen, vielleicht ohne es bewusst zu merken. Es ist die Sprache der Nachrichten, ein neues Gesetz wurde beschlossen, der wissenschaftlichen Berichte, das Experiment wird durchgeführt, der Anleitungen, die Schraube wird festgezogen und der offiziellen Ankündigungen, das Museum wird morgen eröffnet. Wir werden heute lernen, wie man diese elegante Struktur mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip 2 bildet. Wir werden verstehen, warum und wann man das Passiv benutzt und wie es die Perspektive eines Satzes komplett verändert. Und wir werden sehen, wie du mit dem Passiv nicht nur korrekter, sondern auch objektiver und professioneller klingen kannst. Bist du bereit, der Handlung die Hauptrolle zu geben? Dann lass uns beginnen. Ein Perspektivwechsel. Was ist das Passiv überhaupt? Bevor wir uns die Grammatik ansehen, müssen wir das Konzept verstehen. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Satz, dem sogenannten Aktiv, und einem Passivsatz? Stell dir eine einfache Szene vor. Ein Mann repariert ein Auto. Im Aktivsatz ist der Handelnde, der Täter, der Star. Er ist das Subjekt des Satzes. Aktiv: Der Mann repariert das Auto. Fokus: Wer tut etwas? Der Mann. Er ist der Held unserer Geschichte. Im Passivsatz wird die Perspektive komplett gedreht. Der Held ist nicht mehr der Handelnde, sondern die Handlung selbst oder das, was mit dem Objekt geschieht. Der ursprüngliche Täter, der Mann, wird entweder unwichtig und verschwindet ganz, oder er wird zu einer Nebenfigur. Passiv: Das Auto wird repariert. Fokus: Was passiert? Das Auto wird repariert. Wer es repariert, ist in diesem Moment egal. Die Handlung steht im Mittelpunkt. Das ist die ganze Magie des Passivs. Ein einfacher Perspektivwechsel. Wir benutzen es immer dann, wenn eine dieser drei Situationen zutrifft. Der Täter ist unbekannt. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Ich weiß nicht, wer es gestohlen hat. Der Täter ist unwichtig oder für jeden offensichtlich. Die Straße wird gebaut. Es ist egal, welche spezifischen Bauarbeiter es tun. Die Handlung selbst ist wichtiger als der Täter. Die Ergebnisse werden morgen bekannt gegeben. Der Fokus liegt auf der Bekanntgabe, nicht darauf, wer genau sie bekannt gibt. Das Passiv ist also kein kompliziertes Grammatikmonster, sondern ein stilistisches Werkzeug, um den Fokus bewusst zu lenken. Die Bauanleitung werden plus Partizip 2. Kommen wir zur Bauanleitung. Wie konstruieren wir einen Passivsatz? Die Formel für das Vorgangspassiv ist immer dieselbe und erstaunlich einfach. Die Formel lautet das konjugierte Hilfsverb werden plus das Partizip 2 des Hauptverbs. Erinnern wir uns. Das Partizip 2 ist die Form, die wir schon vom Perfekt kennen, also zum Beispiel gemacht, gesehen, gekauft. Schauen wir uns den Umbau von aktiv zu passiv Schritt für Schritt an. Aktivsatz: Der Lehrer erklärt die Regel. Subjekt, Täter, der Lehrer. Verb: erklärt.
Akkusativobjekt Opfer die Regel. Umbau zum Passiv. Das Akkusativobjekt aus dem Aktivsatz, die Regel, wird zum neuen Subjekt des Passivsatzes. Es rückt an die erste Position. Wir nehmen das Hilfsverb werden und konjugieren es passend zum neuen Subjekt. Die Regel ist Singular, also wird. Wir nehmen das Hauptverb aus dem Aktivsatz, erklärt, und setzen es in seiner Partizip-2-Form ans Ende des Satzes. Das Partizip von erklären ist erklärt. Der ursprüngliche Täter, der Lehrer, verschwindet meistens. Passivsatz: Die Regel wird erklärt. Das ist der gesamte Prozess. Das Objekt rückt auf, werden wird konjugiert und das Partizip 2 geht ans Ende. Lass uns das noch einmal üben. Aktiv: Man baut hier ein neues Haus. Passiv: Ein neues Haus wird hier gebaut. Aktiv: Die Firma verkauft viele Produkte. Passiv: Viele Produkte werden von der Firma verkauft. Moment mal, hier ist der Täter ja doch wieder aufgetaucht. Das bringt uns zu einer wichtigen Zusatzregel. Die Nebenrolle, wie man den Täter doch noch erwähnt. Manchmal ist der Täter zwar nicht der Star der Geschichte, aber wir wollen ihn trotzdem erwähnen. Wir wollen sagen, von wem die Handlung ausgeführt wird. Dafür hat das Passiv eine elegante Lösung: die Präpositionen von und durch. Erstens von plus Dativ für Personen und Institutionen. Wenn der Handelnde eine Person, eine Gruppe von Personen oder eine Institution ist, benutzen wir von gefolgt vom Dativ. Passiv ohne Täter: Das Fenster wurde repariert. Passiv mit Täter: Das Fenster wurde von dem Handwerker repariert. Passiv ohne Täter: Die Entscheidung wurde getroffen. Passiv mit Täter: Die Entscheidung wurde von der Regierung getroffen. Zweitens durch plus Akkusativ für Mittel und Ursachen. Wenn der Täter keine Person ist, sondern eher ein Mittel, ein Werkzeug oder eine abstrakte Ursache, benutzen wir durch, gefolgt vom Akkusativ. Das Haus wurde durch einen Sturm zerstört. Der Sturm ist keine Person. Das Problem wurde durch ein Gespräch gelöst. Das Gespräch ist das Mittel. Die Regel lautet also, wenn du den Täter im Passiv nennen willst, frage dich: Ist es eine Person? Dann nimm von mit Dativ. Ist es ein Mittel oder eine Ursache? Dann nimm durch mit Akkusativ. Das Schöne am Passiv ist, dass es in allen Zeitformen funktioniert. Die einzige Komponente, die sich dabei verändert, ist unser Hilfsverb werden. Das Partizip 2 am Ende bleibt immer gleich. Lass uns unseren Beispielsatz „Das Auto wird repariert“ durch die wichtigsten Zeitformen reisen lassen. Präsens, Gegenwart. Das ist die Form, die wir schon kennen. Werden wird im Präsens konjugiert. Das Auto wird repariert. Präteritum, Vergangenheit für Schrift. Werden wird ins Präteritum gesetzt. Die Form von werden im Präteritum ist wurde. Das Auto wurde gestern repariert. Die Brücke wurde letztes Jahr gebaut. Perfekt, Vergangenheit für Sprache. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, aber es ist logisch. Das Perfekt braucht ein Hilfsverb, haben oder sein, und ein Partizip 2. Das Hilfsverb für werden ist sein. Das Partizip 2 von werden ist worden, ohne G. Die Formel lautet also sein, konjugiert, plus Partizip 2 plus worden. Das Auto ist gestern repariert worden. Die E-Mail ist schon verschickt worden. Futur 1, Zukunft. Das Futur 1 wird mit werden plus Infinitiv gebildet. Im Passiv haben wir also werden plus Partizip 2 plus werden im Infinitiv. Das Auto wird morgen repariert werden. Du musst nicht sofort alle Zeitformen perfekt beherrschen. Die wichtigsten für den Anfang sind das Präsens, wird gemacht, und das Präteritum, wurde gemacht.
Aber du siehst, das System ist absolut konsequent. Nur das Hilfsverb werden verändert sich. Das Passiv mit Modalverben. Eine starke Kombination. Zum Abschluss kombinieren wir das Passiv noch mit unseren Freunden, den Modalverben. Können, müssen, sollen etc. Auch das ist eine sehr häufige und nützliche Konstruktion, besonders in formellen Kontexten. Die Struktur ist wieder sehr logisch. Das Modalverb übernimmt die Rolle des konjugierten Verbs auf Position 2. Das Passivhilfsverb werden wandert zusammen mit dem Partizip 2 ans Ende des Satzes. Die Formel lautet Modalverb konjugiert plus Partizip 2 plus werden im Infinitiv. Aktiv: Man muss die Rechnung bezahlen. Passiv: Die Rechnung muss bezahlt werden. Aktiv: Man kann das Problem lösen. Passiv: Das Problem kann gelöst werden. Aktiv: Man darf hier nicht parken. Passiv: Hier darf nicht geparkt werden. Diese Kombination ist unglaublich nützlich, um über Regeln, Möglichkeiten und Notwendigkeiten auf eine unpersönliche, objektive Weise zu sprechen. Und damit haben wir die Perspektive gewechselt und die Welt aus den Augen der Handlung betrachtet. Das Vorgangspassiv ist kein kompliziertes Monster, sondern ein elegantes Werkzeug, um deine Sprache präziser, formeller und objektiver zu machen. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Das Passiv stellt die Handlung in den Mittelpunkt, nicht den Täter. Die Bauanleitung für das Vorgangspassiv lautet immer eine Form von werden plus Partizip 2. Wenn du den Täter doch nennen willst, benutze von plus Dativ für Personen oder durch plus Akkusativ für Mittel. Das Passiv funktioniert in allen Zeitformen, indem man das Hilfsverb werden anpasst. In Kombination mit Modalverben lautet die Formel Modalverb plus Partizip 2 plus werden. Mein Tipp der Woche ist, zum Nachrichten-Junkie zu werden. Lies oder höre dir die Nachrichten auf Deutsch an. Achte ganz bewusst auf Passivkonstruktionen. Du wirst sie in fast jedem Satz finden. Ein neues Gesetz wurde verabschiedet. Die Steuern werden erhöht. Ein Verdächtiger ist festgenommen worden. Indem du das Passiv in seinem natürlichen Lebensraum beobachtest, entwickelst du ein tiefes Verständnis dafür, wann und warum es verwendet wird. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, eine neue Perspektive auf die deutsche Sprache zu gewinnen, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge bleiben wir beim Thema Passiv, aber wir schauen uns einen kleinen Bruder an. Es geht um das Zustandspassiv. Wir werden den feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen das Fenster wird geschlossen, ein Vorgang, und das Fenster ist geschlossen, ein Zustand, lernen. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.